Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal mit mir Dominik. Wir werden heute auf die Indie World vom 1.5.2022 reagieren. Ja, ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet, ich habe lange kein Video mehr hochgeladen, aber ganz ehrlich, die Gründe, wieso ich das euch erzähle, werdet ihr gleich nach dem Intro sehen. Oder hören, besser gesagt. Oh. Gutes Gefühl, wieder das Intro zu hören. Ich mache jetzt erstmal Kopfhörer nochmal runter, weil die brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, 2 Minuten werden reichen. Wir werden nichtsdestotrotz nochmal auf Stopp das Ganze halten. Ja, ich habe lange kein Video mehr hochgeladen, gebracht. Gerade jetzt mal wieder in Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, sagen wir es mal so, ich hatte einfach keinen Bock. Wirklich keinen Bock, irgendwie ein Video zu produzieren, weil bei so einem geilen Wetter, da ist man draußen, jetzt ist auch wieder Gartensaison, da will man wieder alles schick haben, man will wieder grillen, man ist wieder mit Freunden unterwegs, halt solche Sachen halt. Deswegen, ja, verzeiht mir, wenn ich dies Jahr oder jetzt generell im Sommer so groß keine Zeit mehr habe, um irgendwelche Videos hochzuladen. Ich versuche, Wochenende mindestens ein Video rauszubringen, aber seid nie sauer, wenn ich ja kein Video hochlade. Ich merke es an den Aufrufen, dass sie jetzt zurückgehen, sehr stark. Ich war ja ziemlich gut im Trend, auch mit Wiedergabezeit war es ziemlich gut. Ähm, ja, ganz ehrlich, für mich war diese kleine YouTube-Pause, finde ich, das Richtige. Es hat mir auch gezeigt, dass die YouTube-Server, wenn du YouTuber bist, oder Creator besser gesagt, dass dein Leben dann nur noch von YouTube bestimmt wird und das sollte eigentlich nicht sein. Und gerade für mich, weil es ja nur Hobby ist, ähm, ja, es gibt auch andere Sachen. Daher setze ich für diesen Sommer oder generell für Sommer YouTube erstmal auf Sekundärphase, nicht auf Primär wie im Winter. Im Winter verstehe ich es dann, aber nicht im Sommer. Da sind dann Freunde und das alles wichtiger, Familie, ne? Jetzt kommen auch gerade Geburtstagsfeiern auch bei mir und alles, ne? Deswegen. Aber wir wollen heute genau, die Indie World, genau, ich wollte gerade E3 sagen, nein, die Indie World uns anschauen, die am 11.05.2022 rauskam. Hm. Ich habe ja hohe Ansprüche. Okay. Wieso ploppten jetzt hier? Ah, super. Gut. Stream Elements benachrichtigt mich jetzt über Abonnenten, die mich ein Jahr lang oder vor einem Jahr lang abonniert haben. Okay, ich fange einfach mal an vorzulesen. Zelda Marius, KS Hyper 113, Jojo und DSHRDR, also Sterne. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt mal richtig ausgesprochen. Diese 4 Leute, Applaus geht raus. Daumen geht hoch. Oha, wieso wird mir das jetzt angezeigt? Versteh's nicht.
Okay. Ich verlange von... Applaus runter. Von der Indie wird... Ja. Dass ich überrascht bin. Machen wir mal 360p. Ihr werdet es eigentlich nicht groß merken. Ja. So. Also ich habe hohe Ansprüche, weil die Indie-Wirts werden immer besser. Also können schon mit den E3s und was weiß ich alles hier mithalten, mit den Directs. Ja. Natürlich werden einige Sachen dabei sein, wo wir sagen werden, okay, Schmutz, aber auch vieles, ja. So, und das kann man eigentlich wegmachen. Hello and welcome to Indie World. I'm Ariko. And I'm Amber. We're back today to showcase a slew of indie games coming to Nintendo Switch. Our indie partners span the globe, from Ich Sweden weiß auch gar to nicht, wie lange Australia jetzt die and Indie Japan. World geht. And we can't wait to see what they've been cooking up. So let's get started. Das ist doch fast wie Animal Crossing, oder? Ja, so Animal Crossing abklatscht bestimmt. Ne? Ja, dann schon, ja. Die Musik, ja, es war schon gleich. Oh, don't you just love games that are cozy and weird? Oh, I absolutely do. This charming creature collection and farm simulation game from Glumberland has everything to give you the warm fuzzies. Grow and train adorable little creatures called ooblets as you cultivate new life in the blossoming community of Badgetown. Customize your character. Befriend the locals. Decorate your house. Run your own shop. And most importantly, have epic dance battles. You can even dress up your ooblet pals and travel to different locations. Visit the arcade-packed boardwalk in Port Forward. Saunter through the spooky swamps of Nowhere. And ascend the frozen peaks of Tippy Top. Ooblets waddles its way onto Nintendo Switch this summer. Colorful and mesmerizing planets await in this fast-paced action RPG across the cosmos. In this deeply story-driven game by Stormmind Games, you'll use both strength and wits to interact with others and conquer the challenges ahead. Balancing the duality of your physical and mental powers is key. Sacrifice one for the other against opponents and things might not turn out well for you. Ultimately, your conscience will carry the weight of your decisions. What kind of hero will you become? Choose your destiny in Batora, Lost Haven, launching on Nintendo Switch this autumn. こんにちは、生高橋です。エルケッドがもうすぐ Nintendo Switch で遊べるようになります。エルケッドは私が学生時代の頃、流れるというテーマのコンテスト向けに好きなゲームからインスピレーションを受けて開発したプロトタイプ作品になります。私が学生を卒業した後に、それをブラッシュアップしたのが本作になります。シンプルな操作と直感的なルールからは想像もできないようなひらめく体験をご用意しておりますので、ぜひ Nintendo Switch で楽しんでみてください。Voll verwirrt, ey. Wenn auf dem zweiten Monitor genau das gleiche kommt, nur halt mit OBS-System.
Fast wie so ein Mario. Abklatsch so. Hey, if you're looking for a clever and challenging 2D puzzle platformer, then we've got just the game for you from Nama Takahashi, a one-person development team. Here, you're a small robot named Alec, who's on a mission to restore light to the world while navigating a booby-trapped facility. By using your electrifying powers to touch walls, floors, platforms, and switches, electricity will charge through them and bring them to life. Hey, don't get ahead of yourself. Well, I mean, actually, you should. Detach and throw your head to trigger objects. You'll need to retrieve it within 10 seconds, or else. There are plenty of hidden rooms and secrets to discover, so use your head, literally, to explore every nook and cranny of the facility. Alec Head bolts onto Nintendo Switch this summer. Ach, wieder so ein Rhythmus-Game. Mhm. Ja, aber die Musik ist irgendwie... Hat schon was irgendwie. So als Gaming-Musik würde ich fühlen. Wenn es euch bis hier schon mal gefällt, hinterlasst ein Like. Und natürlich abonnieren, da würde ich mich auch freuen. This fast-paced, rhythm-based dungeon crawler from Noodle Cake and Drastic Games combines looter-shooter action with musical gameplay that'll keep you on your toes. And tapping your toes. As a guardian of harmony, you're transported Das to the wär so world meine of Musik Symphonia gewesen. to battle the forces of discord. Move to the music solo, or with up to 4 players locally or online, as you restore harmony to Symphonia's corrupted lands. Levels and encounters are dynamically generated from the music, and there are over 140 songs to choose from. So pick the tune you want to hear before jumping into the fray. Time your actions to the music, and your power will increase. There are 5 different musical heroes to choose from, over 500 pieces of equipment for skill customization, and thousands of loot combinations, giving you opportunities for multiple playthroughs. Get your head boppin' to Soundfall, launching on Nintendo Switch okay. shortly after this Schon presentation. erhältlich. Mhm. Why is it freezing in here? You better be ready to weather the snowstorm in Wild Frost. Ah, und Take on jetzt the wieder so ein harsh bisschen so elements leichter in this Schmutz wieder tactical dabei. roguelike deck builder from Deadpan Ja. Games. Build Also. and customize your deck as you set off to put an end to the eternal frost. Card companions and items are at your disposal. Use them to battle wave after wave Aber of solche monsters, Kartenspieler from the würden mich deceptively cute nie penguins to reizen. brash and brutal bosses. Sowas reizt mich gar Plan nicht your next irgendwie. move using the dynamic Ich würde counter gerne mal system wissen, and wer fell those solche frosty Spiele fiends. After each run, kauft. try daily challenges or expand the Also, hub town of meinst du Snowdwell sie? to unlock new events and cards. Helpful for your fight against the perpetual winter. Gut, für die Leute, die Wild vielleicht Frost makes its darauf, snowy debut on Nintendo irgendwie- Switch. Nee, You guessed it, schätze ich mal this schon, dass es winter. irgendwie was Schönes ist. Hej, jag aber- heter Hanna. Und ich heiße Rebecca. We're from Landfall Games, a small game studio based in Stockholm, Sweden. And we are excited to announce that our game, Totally Accurate Battle Simulator, Klingt das or TAPS Deutsche? for short, will be coming to Nintendo Switch. We first started working on TAPS in 2016. The idea was to make a game that is inspired Oder? by the feeling you get when Wie playing die ihre with your Namen action gesagt figures haben, as das a hatte kid. schon We irgendwas then added Deutsches, the oder? strategy and fighting elements and turned the Rebecca. game into the wobbly experience that it is today.
Our Bestimmt. wonderful community has been with us along the way and helped us shape the game with their suggestions and feedback. So together with them, we're proud to bring tabs to this awesome platform. Oh Mann, das ist schon, ja. Welche Politik in einem Spiel verpasst? Ja, deutsche Politik, ey, wirklich. Do the wobble wobble. Wait, what? You heard that right. In this fighting game from Landfall Games, you'll lead teams of over 100 wobblers in battle, hailing from ancient lands, spooky worlds, and fantasy realms. Those wobbly physics are, very, wobbly. Oh, they're awesome! And those aren't your garden variety battles either. Watch your wobblers flail and fail in silly simulated battles. Or make new ones in the unit creator and customize their size, weight, and speed, among other stats. Can't get enough of the wobble? Send them to fight your friends in online multiplayer mayhem. Say it with me, it's wobbling time! You never cease to amaze me. Totally accurate battle simulator. Wobbles. It's way onto Wer es Nintendo mag, also Switch ich mag's this nie. summer. Aber deutsche Politik in einem Spiel verfasst, fühle ich. Aber das hat wieder irgendwie was. Oh, das hat was. Also das würde mich jetzt ansprechen. Okay. You're a gruff woodsman on a quest for revenge in this noir punk action adventure from Doinksoft. Armed with the titular Gumbrella, you'll maneuver through various locations, from a cultish town to a junkyard fortress. Use the Gumbrella to glide, swing, dash, Aber dive, and take out enemies Umbrella, in das hört gritty sich an wie side-scrolling Umbrella combat. von Along Resident the Evil, way, oder? you'll scavenge for scraps and spare parts to upgrade the Gumbrella. And Würde mich employ nicht your wundern, wenn die sleuthing kommen skills würden. to assist a Das ist cast so, of auch sowas so in der increasingly Richtung bizarre so characters in a Düsteres, world rapidly Leute mit losing its Zombies. natural Zombiejäger. resources. And that's just the beginning of your investigation. Hier haben wir sogar Plenty schon of dark Mutationen. twists and turns lie ahead. Gumbrella launches on Nintendo Switch next year. Hey everyone, I'm Jared Huntley, lead programmer on We Are OFK. And I'm Luca LaFay, lead singer of the band OFK. We're super excited to announce that our music biopic game is coming to Nintendo Switch. Yes! Ooh, I can play it on a tour bus. Ugh, I can't wait to tour together. We haven't seen each other since that music video brainstorm at your place in LA in 2019? Yeah, wow. And with the game on Also wieder was handheld, mit it'll be Musik. easy to play the new episodes that are coming out every single week, back to back to back. Can't wait to share OFK's story and music with y'all. Hey Jared, can I get your opinion on tour outfits?
kommt mir vor wie von so einer, so Grey's Anatomy oder was weiß ich, so für solche Shows von Liebe und Kummer. Vier Frauen, die versuchen, ihr großes Glück zu finden. This musical narrative from indie pop band OFK is gonna take you on quite the emotional ride. Aber ist ja sowas Set in der in Richtung, downtown ne? Los Angeles, Itsumi Saito struggles to establish herself in LA's ruthless music scene while managing a full-time job, a social An life, sich die Idee and a ist brutal ziemlich commute. gut. But a chance encounter with a rising Hollywood music producer Aber ich hätte es may vielleicht give nicht her the edge she needs to in der achieve her Grafik, also in dreams. diesen Through episodes released Zeichenstil weekly gemacht. and interactive Ja. music videos with a fully voiced cast, you'll witness the lives of Itsumi and her friends unfold. You're allowed to take a break and not be okay for a second. Aber Thank an you. sich richtig gute Idee From fighting mit der over song lyrics at Autobiografie. band practice to sending silly memes via text. It's a heartfelt making of the band journey that's sure to pull at your heartstrings. We are OFK. Drums onto Nintendo Switch this summer. Hi, I'm Dom, And I'm Tom. and we're Spiral Circus. Tom und Thor. We are an indie games developer based in Bristol, UK, and our passion for the stranger and surreal side of art is what brought us together. We both come from really different backgrounds. I was a research scientist, and Tom's a fine artist. Because of the pandemic, we've been an entirely remote team, and almost all of Silt has been hand-drawn at night by me, which seems entirely appropriate for the subject matter. Our audio designer even set up a fish tank in his studio to record the underwater sounds that you'll be hearing throughout the game. We're really excited for you to experience our hand-drawn work brought to life, and we hope you enjoy exploring the strange oceanic world of Silt on Wenn Nintendo ich mir mein Switch. Aquarium anschaue, das hat Take a ganz schön deep breath gelitten and jetzt durch die dive into the Wärme. harrowing ocean abyss. In the depths of this puzzle adventure from Spiral Circus Games, you'll unravel long forgotten mysteries as you explore a surreal underwater realm filled with strange machinery, ancient ruins, Aber and sowas hat dangerous auch wieder ocean so inhabitants. dieses düstere, aber A auch wieder variety of gleichzeitig sea schöne und creatures can be magische. possessed, Wieder. harness their abilities to solve puzzles, navigate the haunting Aber environment, das mit dem Taucher, and survive mit diesen- encounters against deep-sea in den Körper Goliaths. eindringen, das hat was There's von more Super than Mario meets the eye Odyssey, in oder? this unsettling, monochrome world. Eigentlich schon. Plunge into the dark waters of Silt, Oh, Juni. launching on Nintendo Switch next month. Hey, a way to avoid traffic. Morning commutes can be a real jam, if you get my drift. Oh, I know, right? But guess what? In many motorways from developer Dinosaur Polo Club, the key to solving the city's congestion Da hätte problems ich, ganz is ehrlich, you. da hätte ich so ein Draw Spiel and hätte ich build gar nicht roads to rausgebracht. Das create hätte ich a richtig schön bustling gemacht. metropolis and keep Straßenbauer. traffic flowing Irgendwie on so auf maps der Karte. inspired by Das real-life hätte ich so richtig cities. schön wie solche As demands Landschaftssimulationen interchange, gemacht. you'll continuously will ich immer redesign hier and gucken, das expand verwirrt via mich. upgrades like highways and roundabouts. Ramp up the difficulty by taking part in daily and weekly challenges. More maps will unlock as you become a master road designer. How long can you keep the cities of the world moving? Buckle up for mini motorways, cruising onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Whoa, a flying hospital. That's new. I've never seen that before. Then hop aboard this heartfelt narrative adventure from Ghost Pattern, set in 1970s rural Australia. As intrepid teen journalist Casey, you'll come to know a diverse cast of eclectic voiced characters through the stories they tell and the moments you share. Each story unfolds in real time, at the same time, so you get to choose which ones you want to experience. Follow the hospital's inhabitants, eavesdrop on them, or enter the room and be part of the conversation. Darcy, right? Mrs. B's kid? It's, Casey. Not, Casey. Just Casey.
Sure. By keeping track of information in your notebook and spending time with certain characters, you might unearth new stories, locations, and revelations. Multiple playthroughs will also give you the opportunity to witness other events, allowing you to delve deeper into the stories and weave together mysteries aboard the airship. Wayward Strand lands on Nintendo Switch July 21st. Finde ich an sich ziemlich gut. A randomly generated world awaits in this action-adventure game from Massive Monster. As a possessed lamb saved by a foreboding stranger from a ritual sacrifice, you need to repay your debt by creating a loyal community of woodland worshippers. Gather resources to build structures. Then, gather your courage to brave deadly dungeons like the Silk Cradle. Venture through its dark depths, teeming with razor spiders and toxic millipedes, to challenge the dungeon's overlord Shimura. There ain't anything sheepish about it. Cult of the Lamb trots onto Nintendo Switch this year. Ja. Ist schon lustig so gemacht, aber mit dem Müll, das fühle ich nicht irgendwie. Aber ich würde mir nicht wundern, wenn so in der Welt auch so sein würde, in Real Life. Weil, schaut euch das an, das ist also vermüllt. Heutzutage. Und der Mensch macht ja auch wirklich nichts dagegen. Deswegen. Hey Crab fans, I'm Nick. And I'm Kalen. Previously, AgroCrab released Going Under, and it didn't make us rich. So this time, we're selling out and giving the people what they want, crabs. Our second project is a crustacean-themed Souls-like, another crab's treasure. Through our extensive research, we found that crabs are the perfect enemy for an action game. They've got natural weapons, can strafe from side to side, and you can hit their weak point for massive damage. Souls-likes are known for their difficulty, and we want to create a game that maintains that challenge while being approachable for new fans of the genre. Ooh, what if you died in one hit when you're not wearing a shell? I just said it's supposed to be approachable. Oh, what if every time you dodge roll, there's like a 1% chance that you just trip and fall over? Well, looks like our segment's over, everyone. It's time for Crab. Okay. All right, Eriko, put your pincers up. Oh, here we go with the crab puns. Crab-absolutely. Anyway, in this action-adventure from AgroCrab, you'll embark on an epic treasure hunt under the sea to buy back your repossessed shell while wading through this underwater world plagued by pollution and sinister secrets. You'll scavenge for trash and use it as a shell to defend yourself in challenging combat. There are over 50 potential shells, so get shellfish with them and repel enemies with powerful umami magic. If you don't, you'll be in a pinch before you know it. After all, one crab's trash is another crab's treasure, which sidesteps onto Nintendo Switch next year. For our last segment, we'd like to show you a sneak peek of several more indie games coming to Nintendo Switch. Ich wollte schon gerade fragen, wie lange wird es überhaupt noch dauern? Okay, das sieht so gut aus, also das wird ein krasses Spiel.
That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the slew of games in today's showcase. A big thank you to our indie community and indie partners working on games for Nintendo Switch. And as always, thank you for watching. Until next time, happy gaming! Okay. Machen wir mal ein bisschen so Nintendo-Feeling hier. Ja. Ach, wir lassen jetzt einfach das so. Ja, Fazit. War eigentlich ziemlich gut. Außer ein paar Spiele, wo ich wirklich nichts verstanden habe, wo ich so dachte, ja, okay, kann man machen, muss man aber nie. Ja, wie gesagt, 20% Müll, wo man sagt, da hätte man vielleicht die Energie woanders reinstecken können. Aber 80% war eigentlich im guten bis sehr guten Bereich, wo man auch sagt, ja, also für jeden etwas dabei. Was ich aber nicht verstehe, dass man wirklich solche Kartenspiele, wo man so die Gegner, da musste immer so die Karten ziehen und das würde mich ankotzen. Das, was dann zuletzt kam, mit dem hier Karo und was weiß ich, also dieses Oldschool, wo du aber auch noch eine Story und eine richtig gute Story hast, das würde mich schon wieder ansprechen, aber das erste, das war davor, das war irgendwie, nicht so mein. Würde mich auch nie ansprechen. In dem Sinne. Dann hatten wir ja den Animal Crossing Abklatsch, ne? Für New Horizon. Gut, wer es mag, ja. Wo ich aber auch, finde ich, ziemlich erstaunt war dieses Musikgame mit diesem Rhythmus-Game. Generell kann man sagen, diese Rhythmus-Games wurden ja dann besser nach dem Spiel hier, ich komme jetzt nie auf den Namen, aber wo sie dann versucht haben, Zelda zu integrieren, was dann auch ziemlich gut wurde. Ich komme aber jetzt wirklich nie auf den Namen. Ab da ging es dann so hoch. Wie gesagt, auch die Geschichte mit den 4 Frauen, die versuchen, in der Stadt klarzukommen. Ganz ehrlich gesagt finde ich das gut. Oder hier das Mädchen, was im Krankenhaus ist. Lauschen, hören, halt weitere Bindungen schaffen, mehr in die Story derjenigen reinschauen, nachfühlen, wie fühlt sich die Person. Ziemlich gut gemacht, finde ich. Wenn das rauskommt, würde ich jedem Menschen mal empfehlen, die so ein bisschen, ja, Schwierigkeiten haben mit der Emotion, nein. Aber generell, das Spiel hat mich so angesprochen. Und auch wohl da einige Spiele, die so im Schnelldurchlauf dann zuletzt waren, da waren so einige dabei, kann ich jetzt nicht aufzählen, das war mir dann irgendwie ein bisschen doch zu schnell, wo ich gesagt habe, ja, also nicht goldener Bereich, aber so silberner Bereich ist eigentlich schon im Machbaren. Da, also ich kann mich besinnen, wo ich das erste Mal die Indie World auf meinem Kanal vorgestellt habe, das war ja wirklich nur Schmutz und da war auch, fand ich, irgendwie so, hat dieses gewisse Etwas auch gefehlt. Aber man kann jetzt sagen, wird besser. Es ist jetzt noch immer viel Scheiße dabei, viel Schmutz dabei, wo ich mir sage, nein, das gehört dort nie rein. Und die Switch muss auch nie alle Spiele nehmen. Also finde ich, das sieht ja auch irgendwann die Switch dann runter, wenn dann nur noch zum großen Teil nur Schrott ist. Und dann hast du so ein paar Klassiker wie zum Beispiel Zelda, Mario und so diese ganzen halt populären Spiele. Aber das ist dann wirklich nur so dieser kleine Teil und drumherum hast du alles so den Abklatsch von irgendwelchen guten Spielen, wie zum Beispiel Animal Crossing, ja.
Deswegen, man soll es nie übertreiben. Finde es aber gut, dass man versucht, auch kleinere Spiele. Meist sind ja auch diese Indie-World-Spiele, die auf die Switch kommen, die kosten ja meistens nur 10 Euro oder was weiß ich, also wirklich wenig im Vergleich zu den großen. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist, glaube ich, immer noch 60 Euro oder 50 Euro. Also ist auch noch nie runtergegangen. Deswegen kann man schon sagen, Indie-World-Spiele sind halt schon mächtig Leute, die jetzt nicht so das Geld haben, aber sich auch mehr auf diesen Fokus fokussiert haben, schon eine gute Sache. Ja, ja, also wie gesagt, von mir 20% Schmutz, 80% gut. Das ist so meine Aussage, die ich treffe, und da bleibe ich auch dabei. Ähm, Wie gesagt, ist auch mal wieder schön, wieder eine Indie-World zu haben. Da kann man mal ein bisschen sich zurücklehnen und mal die Arbeit ein bisschen außen vor lassen, weil Videos, Star Wars Jedi Fallen oder vor kurzem hatten wir ja auch, ja, vor kurzem, aber ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, The Last of Us Remastered abgeschlossen. Aber ich habe mir jetzt den zweiten Teil geholt und es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir anfangen mit The Last of Us Part 2. Freue mich schon. Wenn wir dann den zweiten Teil dann anspielen. Oder nee, komplett auch durchspielen. Was für eine dumme Frage. Und ja, ich freue mich. Natürlich auch Elden Ring habe ich auch im Petto. Aber wir haben ja noch Ghost of Tsushima. Ich muss generell mal schauen, welche Spiele ich jetzt überhaupt noch spielen werde. Wir haben ja auch gesagt, hier GTA 5 werden wir ja weitermachen. All solche Sachen. Auch so denke, ja, kann man machen. Ist halt nur scheiße bei GTA 5 wegen der Sound. Ich hoffe, da hat sich jetzt mal YouTube ein bisschen eingekriegt. Gut, ich habe jetzt auch meine Playlist hier auf dem Rechner. Da kann ich auch ein bisschen runterleiern lassen, runterdatteln. Aber wie gesagt, finde ich halt schwach von YouTube, weil es gehört ja zum Spiel. Und gut, das Spiel ist jetzt auch nicht so gerade im Rahmen, wo man so sagt, ja, das ist gut. Also mit Benehmen und so. Also für gute Menschen, ja. Versteht. Und ja. Von meiner Seite aus, das wäre es erstmal. Ihr könnt ja auch mal in die Kommis reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Natürlich auch ein Dank an die 4 Leute, die mich abonniert haben. Frage ich mich sowieso, weshalb das erst jetzt kommt, nach über ein Jahr Verspätung. Aber gut, lassen wir es mal. Ja. Wir schauen einfach mal, wie sich das alles jetzt entwickelt. Mit der Community-Event, da warten wir jetzt noch, weil im Sommer habe ich jetzt keine Zeit. Gebe ich zu. Außerdem 33 Abonnenten will ich dies Jahr schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es. Also, liken, abonnieren. Würde mich freuen. Und natürlich an jeden anderen neuen Zuschauer herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Let's Shows und ja, es sollte jetzt noch eine Let's Show demnächst mal kommen. Aber wie gesagt, mal schauen, wie ich Zeit habe. Also es ist wirklich mit Zeitmanagement her für YouTube ziemlich grau bis schwarz. Deswegen. Aber ich werde für euch Zeit finden, keine Angst. Jetzt habt ihr schon mal als erste Lebenszeichen wieder von mir seit langem. Und da schätze ich mal, wird alles gut verlaufen. Alles wieder gut sein. Von meiner Seite aus verabschiede ich mich. Ich sage bis dahin. Ciao, ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Dominik auf meinem YouTube-Kanal GamingWord 2323. So, jetzt muss ich mal schauen, welcher Knopf das war. Ach ja, hier. Tschüssi.